Liebe Studieninteressierte und Studierende, schön, dass Sie da sind. Egal, ob Sie sich für ein Studium an der Humboldt-Universität interessieren oder bereits bei uns studieren, mit diesem Video liegen Sie genau richtig. Denn hier lernen Sie unsere Beratungseinrichtungen und Angebote kennen, inklusive der Menschen, die dort für Sie arbeiten und Sie gerne unterstützen. Mein Name ist Jochen Ley. Ich leite die allgemeine Studienberatung und Information, die Sie später noch besser kennenlernen werden. Meine KollegInnen und ich haben einen konkreten Anlass für dieses Video, denn oftmals bekommen wir die Rückmeldung, dass es einfach zu viel an Beratung und zu viele Angebote an der Humboldt-Universität gäbe. Zu viel an Beratung kann das denn sein, haben wir uns gefragt und sind natürlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir nicht zu viele Angebote haben, aber diese für Sie in der Welt da draußen und außerhalb unseres Beratungskosmos vielleicht undurchdringlich oder unverständlich wirken. Um Ihnen in Bild und Ton dazu Infos, Hinweise und Tipps zu geben, haben wir uns zusammengetan und dieses Video produziert. Ich lade Sie herzlich ein, unsere Angebote zu nutzen. Zum Nachlesen gibt es die Links in den Shownotes dieses Videos und auf unseren Webseiten unter hu.berlin/Beratung und hu.berlin/wohin. Haben Sie keine Scheu, uns Ihre Fragen zu stellen, besuchen Sie unsere Sprechstunden, Veranstaltungen, Kurse und Online-Angebote. Viel Spaß, wir sehen uns. Herzlich willkommen an der Humboldt-Universität. Wir wissen, dass der Start ins Studium aufregend, aber auch herausfordernd sein kann. Deshalb möchten wir uns als allgemeine Studienberatung einmal vorstellen. Während die Studienfachberatung an Ihrem Institut bzw. an Ihrer Fakultät Sie bei Fragen unterstützt, die konkret Ihr Fach betreffen, sind wir für Sie da, wenn es um übergeordnete Themen geht. Das heißt, wir unterstützen Sie bei der Orientierung an der Universität und beraten Sie bei fächerübergreifenden Entscheidungen rund um das Studium. Zum Beispiel bei Studienproblemen, wenn Sie einen Wechsel, Studienausstieg oder eine Auszeit erwägen. Dabei geht es nicht nur um die nötigen Informationen oder Hinweise, wohin man sich wenden kann. In einem vertrauensvollen Gespräch können Sie Ihre Situation überdenken, sich über eigene Wünsche klar werden und gemeinsam können wir Ursachen und auch Lösungen für Schwierigkeiten finden. Unsere Beratung ist immer ergebnisoffen. Das bedeutet, Sie bestimmen, worüber wir sprechen. Ihre Interessen stehen dabei im Mittelpunkt. Zwischen uns besteht kein Abhängigkeitsverhältnis. Selbstverständlich ist die Beratung vertraulich, sodass Sie sich jederzeit gut aufgehoben fühlen können. Wenn es also mal hakt oder Sie sich unsicher sind, kommen Sie einfach auf uns zu. Wir sind für Sie erreichbar per Telefon, E-Mail sowie persönlich, vor Ort oder online. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website unter hu.berlin/Studienberatung. Hi, ich bin neu an der HU und in Berlin und ich habe ein paar Fragen. Könnten Sie mir bitte vielleicht helfen? Ja, na klar, sehr gerne. Herzlich willkommen erstmal. Wir vom Welcome Center betreuen internationale Studentinnen und ForscherInnen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich fühle mich ein bisschen verloren. Haben Sie vielleicht Angebote, wie ich mit anderen in Kontakt kommen kann und mein Studium organisieren kann? Ich würde empfehlen, dass Sie als allererstes an unseren Online-Kick-Off-Zoom-Sessions teilnehmen. Dort können Sie alles lernen über, wie organisiere ich meinen Stundenplan, wie funktionieren Agnes und Moodle, wie kann ich mich für Klausuren anmelden oder auch wie komme ich an die Campuskarte. Und kann ich auch andere Studierende persönlich kennenlernen? Auf jeden Fall. Wir haben auch ein kulturelles Programm. Es gibt zum Beispiel Kiez-Touren in Berlin oder aber auch akademische Workshops. Und wie kann ich auch die Informationen zu dem Datum, Ort und Zeit finden? Zuallererst können Sie das auf unserer Website finden. Sie können unseren internationalen Instagram-Kanal abonnieren oder auch unseren Newsletter. Oder Sie kommen einfach persönlich vorbei in die Sprechstunde vom International Service Center. Dort beraten wir Sie immer gerne. Zum Beispiel auch zu fragen, wie kann ich meinen Wohnheimplatz offiziell in Berlin anmelden, oder wir unterstützen Sie, wenn es Fragen gibt zum Thema Aufenthaltsgenehmigung. Alles klar, dann werde ich mir die Seite anschauen. Vielen Dank. Sehr gerne. Hallo, mein Name ist Julia Schimetzko und ich bin Teil des Kompass-Teams. Vielleicht haben wir uns schon E-Mails geschrieben oder miteinander telefoniert. Denn wir sind nicht nur erste Anlaufstelle für Studieninteressierte und BewerberInnen, sondern auch für Studierende und Gäste der HU. Als zentrale Information gehören wir zum Team der allgemeinen Studienberatung und Information und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie etwas an der HU nicht finden oder wenn Sie wissen wollen, wie etwas geht.
Wir übersetzen Ihnen Abläufe und leiten Sie, deshalb Kompass, an die richtige Stelle, die Sie unterstützen kann. Wenn Sie Fragen zu Bewerbung und Studium haben, melden Sie sich immer gern bei uns. Sie finden uns unter hu.berlin/hotline. Liebe Studierende, mein Name ist Andreas Goronzi und ich bin am CMS, dem Computer- und Medienservice der HU Berlin, unter anderem für die Videokonferenzsysteme und für die Dienste der digitalen Lehre zuständig. Der CMS ist der zentrale IT-Dienstleister der Humboldt-Uni und betreibt viele nützliche Services wie E-Mail, WLAN, Agnes oder die Lehr- und Lernplattform Moodle. Unsere Webseiten sind so aufgebaut, dass man überall Hilfen, Anleitungen und FAQs findet. Bei Fragen oder Problemen rund um den HU-Account kontaktiert gerne die CMS-Benutzerberatung. Unter hu.berlin/armor findet ihr eine Übersicht aller Dienste, die ihr im Rahmen eures Studiums nutzen könnt. Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das ist ein Buch. Das ist eine Campuscard, die für HU-Studis der Bibliotheksausweis ist. Damit könnt ihr euch das ausleihen. Damit bekommt ihr auch ganz viele Bücher, die wir für euch erworben haben. Das ist aber nur ein kleiner Teil unseres umfangreichen Angebots. Das sind unsere verschiedenen Standorte. Hier könnt ihr lernen, alleine oder in Gruppen arbeiten, an Videocalls teilnehmen, zwischen Kursen Zeit verbringen und vieles mehr. Das sind besondere Standortsangebote. Ihr könnt bei uns nämlich auch spielen und entspannen. Bringt am besten das mit, um Jacke und Tasche in der Garderobe zu verstauen. Aber ihr müsst nicht immer vor Ort sein. Viele unserer Angebote wie unsere E-Books könnt ihr über unsere Website erreichen. Und hier findet ihr uns auch. Hier bekommt ihr aktuelle Infos rund um die Bib und unser vielfältiges Kursangebot. Übrigens, wir sind Bibliothekarinnen. Normalerweise stehen wir nicht vor der Kamera, sondern sind vor Ort ansprechbar, genau wie alle unsere KollegInnen, die wir hier heute vertreten dürfen. Fragt einfach, wir helfen euch gerne weiter. Denn das ist unser Job. Liebe Studierende, liebe Studieninteressierte, ich heiße Max und arbeite am Sprachenzentrum der Humboldt-Universität. Am Sprachenzentrum lernen Sie Fremdsprachen, und zwar ganz egal, ob Sie Biologie, Jura oder Philosophie studieren. Welche Sprachen können Sie bei uns lernen? Wir bieten Ihnen momentan Kurse in 12 Fremdsprachen an, darunter natürlich Deutsch für unsere internationalen Studierenden und Englisch für alle, die ihre Englischkenntnisse verbessern oder auf ein akademisches Niveau bringen möchten. Daneben lernen Sie Sprachen, die Sie für Ihren Erasmus-Austausch brauchen, also zum Beispiel Französisch, Italienisch, Spanisch, auch Arabisch, Türkisch und Russisch können Sie bei uns lernen. Wenn Sie Interesse an Latein oder an klassischen Sprachen haben, werden Sie auch bei uns fündig. Alle Sprachangebote finden Sie auf unserer Website www.sprachenzentrum.hu-berlin.de. In allen Sprachen außer Englisch können Sie auch als Anfängerin oder Anfänger starten und Ihre Kenntnisse dann kontinuierlich weiterentwickeln. Unsere Kurse sind handlungsorientiert. Das heißt, dass Sie von Anfang an lernen, die Sprache in Situationen aus dem Lebensalltag und dem akademischen Alltag zu verwenden. Mit der Sprache lernen Sie auch immer die Kultur anderer Länder kennen. Ein Detail möchte ich erwähnen, die Sprachkurse sind günstig, aber nicht ganz kostenfrei. Bitte beachten Sie die jeweils gültige Entgeltordnung auf unserer Homepage. Bis bald am Sprachenzentrum, wir freuen uns auf Sie. Du willst mehr als nur Vorlesungen? Dann komm zu uns, zum Hochschulsport der HU Berlin. Ich bin Rike und stellvertretende Leiterin des Hochschulsports. Egal, ob du neu an der Uni bist oder schon länger studierst, bei uns findest du den Ausgleich zum Studienalltag. In jedem Semester bieten wir dir bis zu 1200 Kurse in über 150 verschiedenen Sportarten. Von Achtsamkeit bis Zumba, von Tennis über Volleyball bis zum Yoga. Ganz egal, ob du Anfängerin oder Sportprofi bist. Ob du dich entspannen oder auspowern willst. Hier ist für jede und jeden etwas dabei. Und das Beste, du wirst nicht benotet. Du kannst dich ausprobieren, Spaß haben und Leute kennenlernen. In unseren Kursen treffen sich Studierende, Beschäftigte und Externe zum Sport machen. Im Semester und den Semesterferien, das ganze Jahr über. Im Sommer ans Wasser, zum Surfen, Kiten oder Segeln an der Ostsee. Oder du kommst zu uns ins Wassersportzentrum nach Schmückwitz, direkt vor den Toren Berlins.
Und im Winter geht's mit uns in die Berge, zum Langlauf, Ski Alpin oder Snowboarden. Outdoor und Indoor sind unsere Kurse auf über 50 verschiedene Standorte verteilt. Unser komplettes Programm findest du auf www.hochschulsport.hu-berlin.de. Dort kannst du dich auch direkt anmelden. Also, bring dich aktiv durch dein Studium. Denn bei uns heißt es bewegen, begegnen, begeistern. Ich heiße Stefanie Berger und ich arbeite am Computer- und Medienservice der HU im Bereich Helpdesk und Beratung für den Moodle-Support. Moodle ist die zentrale Lehr- und Lernplattform der HU, auf der es zu fast jeder Lehrveranstaltung in Präsenz auch einen digitalen Kursraum gibt. Hier findet ihr Informationen und Materialien oder auch Aufgaben, bei denen ihr aktiv mitarbeiten müsst. Eure Lehrenden können Moodle nutzen, um euch Ankündigungen zu schicken oder eure Haus- oder Gruppenarbeiten zu bewerten und Feedback zu geben. Ihr könnt Moodle über einen Internetbrowser aufrufen oder euch die Moodle-App herunterladen. Es gibt 2 Besonderheiten in unserem HU-Moodle. Erstens, wer noch keinen HU-Account hat, kann sich vorab mit einer privaten Mailadresse selbst registrieren und so zum Beispiel an Brückenkursen schon vor Studienbeginn teilnehmen. Sobald ihr dann euren HU-Account habt, meldet euch bei mir per E-Mail mit der Bitte um Umstellung eures Moodle-Accounts. Zweitens, auch Studierende können eigene Kursräume für sich selbst oder für Lerngruppen oder beispielsweise als Arbeits- und Kommunikationsraum für Fachschaften nutzen. Also, geht zu den Präsenzveranstaltungen, erfahrt dort von den Lehrenden den zum Moodle-Kurs gehörigen Einschreibeschlüssel und tragt euch damit in den jeweiligen Kursraum ein. Wenn ihr Hilfe braucht, seht zuerst auf der Moodle-Hilfeseite für Studierende nach. Findet ihr dort keine Antwort, meldet euch bei mir über die E-Mail-Adresse moodle-support@hu-berlin.de. Abonniert bitte auch die Moodle-Nachrichten unten auf der Moodle-Hilfeseite, damit ihr wichtige Informationen über das HU-Moodle per E-Mail erhaltet. Hallo und herzlich willkommen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bin Katrin Rettel vom Team Studium mit Beeinträchtigung. Wir unterstützen Studieninteressierte und Studierende bei der Herausforderung rund um das Thema Studium mit Beeinträchtigung oder chronischer Erkrankung. Studieren ist immer ein dynamischer Prozess, besonders wenn es darum geht, von einem strukturierten Schulleben in einen selbstorganisierten Studienalltag überzugehen. Für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen kann dies herausfordernd sein. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig über mögliche Unterstützung im Studium zu informieren. Fragen wie beispielsweise, welchen Unterstützungsbedarf habe ich eigentlich, können durch unsere Beratung geklärt werden. Wir beraten auch zu Nachteilsausgleichen in Studium und Prüfungen sowie zu Inklusionsleistungen. Unsere Beratung ist ergebnisoffen, das heißt, Sie bestimmen die Themen und die Ziele der Beratung. Die Gespräche sind vertraulich und natürlich stehen Sie dabei in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu uns. Also egal ob Diabetes, Epilepsie, Autismus-Spektrum-Störung, psychische Erkrankung, eine Tumorerkrankung oder eine Teilleistungsstörung wie beispielsweise LRS oder Dyslexie, Schmerz- oder Dialysepatienten. Sie alle haben Anspruch auf angemessene Vorkehrungen im Studium. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Studierenden die gleichen Chancen haben. Unabhängig davon, ob eine Beeinträchtigung vorliegt oder nicht, oder ob diese sichtbar ist oder nicht. Sie erreichen uns telefonisch oder per E-Mail. Melden Sie sich gern für ein Beratungsgespräch an. Die konkreten Sprechzeiten sowie weitere Informationen zum Studium mit Beeinträchtigung an der HU finden Sie unter hu.berlin/barrierefrei. Hallo, ich heiße Alina Kant und bin Tutorin und studentische Beraterin an der Geschäftsstelle Grundschullehramt. Für StudienanfängerInnen leite ich ein Tutorium, aber auch für alle anderen Studierenden des Grundschullehramts und Studieninteressierte bin ich zusammen mit den anderen Mitgliedern der fachübergreifenden Studienberatung die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um den Studienablauf, Stundenplan und alle anderen organisatorischen Dinge. Auch wenn ihr mal nicht wisst, an wen ihr euch mit einem spezifischen Anliegen wenden sollt, könnt ihr euch gern bei mir melden und ich finde jemanden, der euch weiterhelfen kann. Hallo,
Ich bin Melissa Adli und ich arbeite als Tutorin und studentische Mitarbeiterin im Bereich Studium und Lehre an der Professional School of Education. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem das Tutorium für Lehramtsstudierende im ersten Semester, die Lehramt an integrierten Sekundarschulen und Gymnasien oder an Berufsschulen studieren. Im Tutorium besprechen wir alle Fragen rund um das Lehramtsstudium. Zum Beispiel, wie man einen Stundenplan erstellt, wie Prüfungsanmeldungen funktionieren oder was bei einem Fachwechsel zu beachten ist. Neben dem Tutorium biete ich eine fachübergreifende studentische Beratung für Lehramtsstudentinnen an. Also, wenn ihr Lehramt für ISG oder Berufsschulen studiert und Fragen zu eurem Studium habt, könnt ihr euch jederzeit gerne bei mir melden. Hallo, mein Name ist Conor Raab. Ich bin der studentische Mitarbeiter der Clearingstelle für das Praxissemester an der Professional School of Education. Im 3. Mastersemester gehen Studierende in der Regel für das ganze Semester an Berliner Schulen. Dort können sie praktische Erfahrungen vor dem Referendariat sammeln und sich bewertungsfrei erproben. Für das Semester kommen vorab und bei der Durchführung einiges an Fragen auf, da es anders funktioniert als ein reguläres universitäres Semester. Dabei unterstützen wir Sie als Clearingstelle. Wir führen Informationsveranstaltungen zur Vorbereitung durch und bieten Beratung und Sprechstunden, damit Sie ein erfolgreiches Praxissemester haben. Der Referentinnenrat, kurz Refrat, vertritt die Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin und ist der AStA der HU. Dabei verstehen wir als Refrat uns explizit als politische Vertretung. Der Refrat gliedert sich nach Arbeitsgebieten in 16 Referate mit jeweils 2 ReferentInnen, die vom Studierendenparlament gewählt werden. Da gibt es zum Beispiel das Referat für Lehre und Studium, das Beratung zu Problemen in der Lehre und im Studium anbietet, das Referat für Hochschulpolitik, das sich für allgemeine studentische Belange einsetzt, wie BAföG-Reformen oder eine ausfinanzierte Lehre, oder das Referat für Kultur, das kulturelle studentische Projekte unterstützt. Und dazu kommen noch einige weitere. An ein Referat ist außerdem das studentische Sozialberatungssystem angegliedert, das viele kostenlose Beratungen für Studierende anbietet, wie zum Beispiel eine Rechtsberatung in verschiedenen Bereichen, BAföG-Beratung oder eine allgemeine Sozialberatung. Wir setzen uns im Referat für die verschiedensten Belange von Studierenden politisch ein und vertreten euch in der Hochschul- und Landespolitik. Wir kämpfen ständig für bessere Studienbedingungen, haben zum Beispiel erkämpft, dass es einen 4. Prüfungsversuch gibt und keine Anwesenheitskontrolle in Lehrveranstaltungen mehr stattfindet. Wir stehen im Austausch mit anderen Asten und setzen uns gemeinsam dafür ein, dass Studieren bezahlbar wird und Bildungsgerechtigkeit endlich realisiert wird. Wenn ihr mehr über den Referat lernen wollt, dann schaut auf unsere Website, schreibt uns eine E-Mail oder sprecht uns bei der nächsten Sitzung des Studierendenparlaments einfach direkt an. Hi, wir sind die psychologische Studienberatung der HU. Wir wissen, ein Studium kann wirklich ganz schön herausfordernd sein. Eben nicht nur fachlich, sondern auch emotional. Manche kämpfen mit Prüfungsängsten, Lernschwierigkeiten oder dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Andere mit Stress in Beziehungen, familiären Konflikten oder auch psychischen Belastungen. Egal, was euch gerade beschäftigt, ihr müsst da wirklich nicht alleine durch. Auch wenn euch das Problem vielleicht gerade zu klein oder nicht schlimm genug vorkommt, ihr dürft euch trotzdem Unterstützung holen. Wir sind für euch da. Mit Einzelberatungen, Workshops und Gruppenangeboten. Komplett kostenfrei, vertraulich und auf Deutsch, Englisch oder Türkisch. Wir unterstützen euch dabei, erstmal wieder Ordnung auch in die Gedanken und Gefühle zu bringen und auch Zugang wieder zu euren Stärken zu finden. Und gemeinsam können wir auch eure nächsten Schritte planen. Mehr Infos und Termine findet ihr auf unserer Webseite. Meldet euch gern bei uns, wir sind für euch da. Mein Name ist Verena Namberger und ich bin stellvertretende Leiterin des Zentrums Chancengerechtigkeit. Dieses umfasst die Bereiche Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung, Familiengerechtigkeit, Antidiskriminierung und Diversität, Antisemitismusprävention, hochschulisches Gesundheitsmanagement und die Geschäftsstelle des Berliner Chancengleichheitsprogramms. Damit sind wichtige AkteurInnen der Antidiskriminierungsarbeit an der HU unter einem Dach vereint. Meine KollegInnen und ich setzen uns für Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt an der HU ein und beraten Sie vertraulich in allen Fällen von sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach individuellen Lösungen in Bezug auf Familie, Studium, Beruf und Pflege von Angehörigen. Sollten Sie beispielsweise Fragen zur Kinderbetreuung oder zur Flexibilisierung des Studiums haben, sind Sie bei uns richtig. Sie erleben Diskriminierung und wissen nicht, an wen Sie sich wenden können? Wir weisen Ihnen den Weg durch den Beratungsdschungel an der HU und informieren über geeignete Anlaufstellen. Natürlich können Sie sich auch direkt von uns beraten lassen oder Beschwerden einreichen und Vorfälle melden. Das geht auch anonym.
Gesund zu studieren ist zentral für eine erfolgreiche Studienzeit. Die vielfältigen Angebote der HU zu Bewegung, Entspannung und Ernährung unterstützen Sie dabei, den Uni-Alltag abwechslungsreicher und vor allem gesünder zu gestalten. Wir freuen uns darauf, Sie im Zentrum Chancengerechtigkeit kennenzulernen. An der Humboldt-Universität werden jährlich tausende Prüfungen digital abgelegt. Das Prüfungsmoodle ist dabei die Plattform für digitale Prüfungen aller Art. Unsere digitalen Klausuren kombinieren die bekannten Formate zum Ankreuzen, Textschreiben und Rechnen mit multimedialen Elementen wie Bilder, Audio und Video. Außerdem können die Aufgabenstellungen durch interaktive Formate wie Drag and Drop und das Schreiben von Programmcode ergänzt werden. So lassen sich die Prüfungen modern und praxisbezogen gestalten. Je nach Prüfung schreiben Sie die Klausur entweder an einem PC der HU, zum Beispiel in unserem Prüfungszentrum in Adlershof, oder an Ihrem eigenen Computer von zu Hause aus. Auch für Hausarbeiten, Essays und andere schriftliche Prüfungen kann das Prüfungsmoodle genutzt werden. Im Vorfeld können Materialien wie Leitfäden, Vorlagen oder zu bearbeitende Quellen durch die Lehrenden bereitgestellt werden. Nachdem Sie die Arbeit geschrieben haben, laden Sie diese bequem in die Plattform hoch und geben sie zur Bewertung ab. So wird sichergestellt, dass die Arbeit fristgerecht abgegeben wurde und sicher bei der Lehrperson ankommt. Wir vom E-Prüfungen-Support des Computer Medien Services kümmern uns im Hintergrund darum, dass bei digitalen Prüfungen alles reibungslos klappt und Sie sich ganz auf die Aufgaben konzentrieren können. Dafür unterstützen und beraten wir die Lehrenden bei der Erstellung und Durchführung der Prüfungen, kümmern uns darum, dass die Prüfungsplattform zuverlässig funktioniert und sind bei vielen digitalen Klausuren als technische Unterstützung mit vor Ort. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Studium und viel Erfolg bei Ihren digitalen Prüfungen. Vielleicht fragst du dich, was nach dem Studium kommt. Das Career Center der Humboldt-Universität begleitet dich mit individueller Beratung und praxisnaher Qualifizierung. In der Beratung unterstützen wir dich bei beruflichen Entscheidungen, der Karriereplanung und in allen Schritten des Bewerbungsprozesses. Unsere Angebote umfassen persönliche Einzelberatungen, Unterlagenchecks, digitale Q&A-Sessions und interaktive Workshops. Für Studierende im letzten Studienabschnitt bieten wir außerdem ein gezieltes Coaching, eine Prozessbegleitung, die dir helfen kann, Hürden beim Berufseinstieg zu überwinden. Gemeinsam mit ExpertInnen aus der Praxis trainierst du deine Präsentations- und Verhandlungsskills, lernst Berufsfelder wie Social Media und PR kennen oder vertiefst dich in die Materie der künstlichen Intelligenz. Auch Themen wie Resilienz, Leadership oder Impro-Theater sind bei uns im Programm. Damit punktest du im Bewerbungsprozess und überzeugst im ersten Job nach der Uni. Du findest uns übrigens in der Ziegelstraße 10. Das ist zentral gelegen an der Spree zwischen Hauptgebäude und Campus Nord. Wir freuen uns auf dich.